Der Wanderer und Pharosan kommen als spielbare Figuren in Genshin Impact. Dazu wird endlich das Kartenspiel released und natürlich viele Events. Alle Details seht ihr jetzt im Video. Let's roll the version 3.3 trailer. Noch hat er nichts Wichtiges gesagt, aber jetzt kommt der Trailer. Das ist der wichtige Start. Den wollen wir zuerst sehen. Hieb und Scaramouche-Action bitte. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Ah! How was that? Were you scared? Kann nicht Halloween? Who goes there? Doch, Hutau. Is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Yomiya hatte gerade erst. Talking to me. Das Event kommt 2 Monate zu spät. Jester, I have Fine. completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Wanderer Standardangriffe. Wanderer springt in die Luft und portet sich nach vorne. Also, das Pharosan. Dare to mess with me? Bogenschützin also. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet, nachgedacht drüber. Have fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible. Warum war da gerade Scaramouche versus ein Boss, der aussah wie der Scaramouche-Boss? Quest Preview. We ran into 2 people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Zeig ihn There's uns no im need to Kampf. exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation. Was kannst du mit deinem... Er ist richtig stolz auf seine Vision, wie er sie immer hält und zeigt. Guckt euch das an. Das ist meine Vision. Jetzt bin ich endlich ich selber. Meine eigene Macht, meine eigene Power. Babababam. Aber er schwebt wirklich. Er kämpft die ganze Zeit im Schweben. Oder wie ist das? Einfach, er hat jetzt den High Ground und nicht die Gegner. Jeder Angriff im... Alright, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo-vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Okay, er Wait a macht Range second. Normal Attacks Windblade. tatsächlich. Also Not das the sind seine same as the Standardangriffe. Traveler's Windblade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental Ah, skill. wie Upon using his geil! elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering Also the hovering Elementarfähigkeit, state. er macht AOE-Schaden, dann geht er in die Luft und dann kann man in der Luft angreifen oder sich durch die Gegend bewegen. Wie geil ist das denn? Er kann fliegen! Fushudan and Kugutofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Und dann- Kugutofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. Okay, Awesome! es gibt eine feste Länge, die er fliegen I know, kann. right? But he can't stay hovering forever. Wie While geil! hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering Ach, er hat state, eine eigene which is the blue meter Flugwährung im you Vergleich see zur on the screen. Stamina und die Even verbraucht er if he stattdessen, wenn doesn't die move lässt, or dann fällt man attack, runter. Hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air,
which all rely on Kuguryoku points geil ist rather than er denn? stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air. Man kann And sogar holding the sprinten, sprint während man button fliegt. will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering Jumping? height. Wait. Der kann jumpen, während er fliegt, um noch höher zu fliegen. Der kann jumpen, während er fliegt, um noch höher zu fliegen. Die Ruinendrachen werden nie wieder eine Chance haben. Wie genial ist der denn? Wird der DPS? Es sieht so aus, als würde er on-feed DPS. Er steht auf dem Feld und greift an. Oh mein Gott. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. So for Und er example, kriegt, je nachdem, in welchem Element der Standardangriff für Kontakt kommt, andere Buffs. Crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents Crit with a rate, normal or charged attack. Stamina The Wanderer can have Reduction. up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Und er kann 2 Buffs gleichzeitig haben. Also es lohnt sich, 2 Elemente mit ihm im Team zu haben. Depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Oh, dope. Okay, und dann kann er mit Glück noch mehr Buffs, also er wird die ganze Zeit gebufft. Man greift an, er wird gebufft, wenn er mit Elementen in Kontakt kommt, er wird gebufft einfach nur, wenn man Glück hat und er kann einfach noch mehr sprinten. Er wird gebufft. Standardangriff DPS Monster. Hey, Zone 2.0. This brings us to the Wanderer's elemental burst. Es ist wirklich Hey Zone 2.0. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. Hey, so hat er schnell den falschen Ersatz Travelers should bekommen. note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Yeah, I can't help but agree. Selfish Let's DPS? not forget about the exploration talent. Ah, yes. Oh. This is an interesting one. The Wanderer can decrease the Mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain Und zeigen about jetzt schon saving Artefakte, Mora. achso. Am I right? Ist das neue that's Artefakte? true. Hä? All right, now that we've seen the Der kann Wanderer, sein let's Talent, während move sie on neue to the Artefakte next zeigen, new WTF. character. Are you ready? I'm ready. Yay! Ja, neue Artefakte kommen übrigens auch wenn sie es nicht erwähnt haben. What Das did you ist- say? Oh, Farosan. I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Ah, Try Waffe. calling me Madam Farozan, and I'll see if I Waffe. can pick that up. Big Facepalm für Sonius. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? Hat jemand einen The base Screenshot von der layer Waffe? design of elemental monuments? Huh. Wait. Das Did hat, you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa. hat zufällig irgendjemand einen Screenshot von der Waffe gemacht? Man sieht doch sonst nie die Waffe schon vorab und welche Fähigkeiten die haben wird. Das ist das erste Mal, dass wir die Waffe sehen, im Livestream schon, plus die Fähigkeiten, die die Waffe mitbringt. Kurzer, super cooler Hinweis von meinem Partner Holy. Ihr wisst, ich bin großer Fan von deren Getränken, sowohl deren Energy Drinks als auch deren Iced Tea. Die haben gerade nur bis zum 28.11. eine besondere Sorte in der Black Week, passend zum Black Friday, meine lieben Freunde. Und zwar sowohl, falls ihr Bock auf Koffein habt, eine Energy Drink, als auch, falls ihr sagt, ey, nee, ich bin kein Koffeinmensch, dann auch ein Iced Tea für euch. Je nachdem, was euch beliebt. Super, super cool. Und zwar Bubblegum Edition. Wie gesagt, nur verfügbar bis zum 28.11. und aus der besonders Doppelapfel X Shisha Edition nennen sie es. Also bei mir sind die Sorten leider noch nicht angekommen. Ich freue mich aber mega drauf, die beiden testen zu können. Und falls ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Ihr spart auch beim Einkauf auf diese Sorten mit dem Code Sonius5 auf euren ersten Einkauf 5 € oder generell auf jeden Einkauf mit dem Code Sonius10 10%. Sei euch der Spaß gegönnt und jetzt weiter mit den Updates zur 3.3. Bogenschützen. Das sind Angriffe, die man nie nutzen wird. Dare to mess with me? Das ist die elementare Fähigkeit.
platziert einen Angriff. Darauf kann man schießen und dann werden die Gegner absorbiert. Das ist dann die Spezialfähigkeit, die Gegner markiert. Okay, ich brauche eine Erklärung. Ich hab gar nichts gecheckt. all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry, and I took geometry. Beides Animo-Chars, ja. Ah, yeah. So Faruzan is an Animo character, and she Drachen wields a reicht. bow as her weapon. Her normal attacks Das are würde ich the nehmen. usual bow attacks you'd expect from a bow user. Okay. So there's not too much to say Normalangriffe, about that. einfach normale Angriffe. But her skills are where Jetzt. things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates Okay. a vortex. Elementarfähigkeit macht ihren nächsten Schuss cooler. Nice. So she can clump enemies together. And Okay. there's also another thing about her Sie special zieht die charged Gegner dann attack. zusammen mit der It will Elementarfähigkeit. create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. Vortex? So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing Also man kann to try sowohl hitting Verbündete teammates als with auch the arrow in Gegner co-op da mode and have them markieren. charge into the enemies Ja. to group them all together. Und dann I'll have to kommt eine see who extra wants to try that with Explosion. me. Was? After unlocking the talent Impetuous Zack. Flow, the time required Alles for fully zusammengezogen. charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Okay, die Spezialfähigkeit bewegt sich hier so im Dreieck und überall, wo sie landet, macht sie einmal einen Schaden. For 100 years. Immer im Dreieck. Bada-boom. Danke, Drakenil. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself. Was So war der there's Buff? no need to go Ich chasing hab's the leider nicht mitbekommen polyhedron. gerade. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base attack. This Okay, effect can und only be Faruzan triggered ist once for a ein certain duration of time. Animo-Buffer, Oh, so it Animo seems she'll be Damage the Buffer, solid support. Animo Channel, so kann man es auch Totally. nennen. And as Also a das researcher of Wichtige mechanics an and ihr, puzzles, an der kleinen Faruzan has Lady, taken it upon ist, herself dass to sie explore many Animo-Schaden ruins, bufft. with her Faruzan, travels taking also her neuer all across Top-Tier-Support Sumeria. wahrscheinlich für jemanden wie Her Chao, exploration eventuell count auch reflects für Scaramouche and selber. she gained Sehr, more sehr, sehr, sehr rewards spannend. when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in her avatar has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. Ja, In the zeigt uns die early part Daten. of version Also 3.3, Phase 1, the Ito Wanderer und Wanderer. and Bedeutet, wenn man Arataki Ito will be Wanderer nicht haben möchte und am available Gewinnspiel via their teilnimmt, own kann man auch event Ito haben, meine lieben Faruzan will Freunde. also be Und making her Faruzan debut wird in mit these dabei event sein. wishes. Bedeutet, man kriegt, In wenn the man later Wanderer part möchte, of direkt version einen Top-Tier-Buffer. 3.3, Sehr we'll be cool. seeing Und rerun event Ayato. wishes for both Ayato the Raiden kann mich auch Shogun verstehen, dass and der mit dabei Kamisato ist in der zweiten Ayato. Phase, zusammen mit And Raiden last Shogun. but not Okay. least, Raiden, the new Ito, 5-star Ayato. Catalyst, Tule Tule's Den Remembrance Catalyst gucken wir will uns be gleich an, der appearing wurde in ja a schon new gezeigt. weapon Der wird event auch wish. neu And sein that's not als all. Waffenbanner In version Gewicht. 3.3, Also, two brand new artifact series will become available. So Was tue ich, das wird travelers should be sure teuer. to check out the corresponding domain. den gucken wir uns gleich an, die Waffe. Die ist ja offiziell anscheinend. Doch, aber auch neue Artefakte. Ah, direkt neue Artefakte für Scaramouche. Animo Damage wird geboostet durch das Fire-Set. Und dann Charge Attacks oder erhöhen den Normal Attack Speed beim 10% und erhöhen den Schaden von weiteren Standardangriffen auch nochmal. Danke, dass das nur so kurz angezeigt wurde. Vielen lieben Dank. Aber das erste Set scheint ein neues Scaramouche-Set zu sein. Gut, haben wir das. Scaramouche, erste Hälfte zusammen mit Faruzan und Ito, zweite Hälfte Raiden und Ayato. Neue Waffe, die kritischen Schaden um 44% erhöht, bei 674 Base Attack und auch ganz viel mit Normal Attack Speed zu tun hat. Der Screenshot ist leider nicht so gut qualitativ, aber Normal Attack Speed ist um 10% erhöht und nachdem eine Elementarfähigkeit
aktiviert wurde, wird der normale Attack Damage auch um 4,8% alle 12 Sekunden erhöht. Nachdem dieser Charakter einen Gegner angegriffen hat mit normalen Angriffen, während dieser Zeit wird der normale Angriffsschaden nochmal um 9,6% erhöht. Alter, ist das kompliziert. Zumindest Standardangriffsschaden wird um bis zu 48% erhöht und Standardangriff-Speed auch. Events. That's right, we've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Die Codes stehen beide im Chat. Lucy hat sie reingeschickt. Participate in the Test of Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will AV Pixel swallow Proxy, you Dankeschön, up. euer Sparen für die Primes. Some strange and unusual things may occur along the Halloween way. war vor einem Monat. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the Test of Courage. Enter at your own risk. Urgesteine, yay. That was pretty interesting. Was ist das bitte für ein Schwert, das man da freischaltet? Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Yes, Tests. that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Ja, Basically, travelers will have to control a bouncing bar to bounce okay, a ball Minigames, das kennt man, das ist ja hier Pinball, hin und her schießen. schießen, bloß was man normalerweise ein Spiel auf der anderen Seite hat. Und hier versucht man jetzt mit den Elementen andere Teile zu zerstören. Durch Elementarreaktionen. Nice. Also halt einfach ein ganz normales It even has elemental Minigame, reactions. was es zu tausendfach schon in dieser Welt gibt, bloß ist Elemental Reactions als Bonus mit hinzugefügt worden. The Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. Alright, let's move Okay, und on es kommen to noch our andere next Challenges und event. man trifft alte Freunde so next wieder. up, we have a race event called Across the Race Wilderness. Event! Your objective, collecting balloons. Woo! I don't know, seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. Man sammelt Ballons I in know, diesem right? Event. So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Wind Race event. Race! And of course, this is going to be another co-op Suchen und event, Verstecken. and I for one am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into two different sides. The rebels, Die and the Map kennen wir hunter. schon. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Dass sie jetzt diese ganzen Events so durchkommen sind, wann machen die das denn so krass durchzukommen und so im Detail zu erklären? Gebt mir einfach das Kartenspiel. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to stop your coming. Ooh. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different leyline disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. In terms of rewards, travelers can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes.
And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. Ja. The objective is to defeat all of your opponent's character Dann cards. spielt man nur 3 Karten. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's Spezialfähigkeit. gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some Elemente elemental reactions in the gameplay. Yup, a sind auf jeden Fall mit constructed deck must dabei. contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. Okay, jede So when a Fähigkeit oder jede character Karte hat 3 card deals elemental Fähigkeiten. damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys Und notice that dadurch, they're dass man using 2 monster ja, character Angriffe von cards? verschiedenen Can we even make a Elementarreaktionen einsetzt, deck kann man die of, auch triggern, die just the monsters from the Elementarreaktion. game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's Okay, man only hat 7 8 elements. Elementarwürfel. Man würfelt die You're einmal und dann kann man right. So, noch in einmal addition to the wechseln 7 und die geben dann standard an, wie elements, viel there's also one Aktionen called man the machen kann Omni-Element. und auch von The welchem elemental Element die eine dice Aktion machen required for a kann. character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni-Elemental dice to Okay, perform und an damit action. Dialog Clear angreifen now? kann mit Pyro, braucht man von diesen Würfeln, die man davor gewürfelt hat, auf jeden Fall Also, Pyro-Karten. Das heißt, die Elemental Würfel sind das dice can be used to Glückssystem switch dabei characters or und durch die play a Karten, die man variety of zieht, other cards, kann man Einfluss such as haben auf equipment seine cards, Elementwürfel, event damit man cards, and beispielsweise support cards. einen All these Elektrowürfel cards zu einem create Feuerwürfel potential machen kann for und a mit Dialog variety of nochmal angreifen kann, weil man gar kein Elektro-Team hat und die irgendwie changen muss und trotzdem hat. Das sind so die Feinheiten des Kartenspiels. Finde ich sehr spannend. Und es gibt natürlich auch wieder etwas, wo man ja, sein Spielerlevel als Kartenspieler aufwerten kann. Aber das ist ja bei weitem nicht 1:1 Yu-Gi-Oh! Also ich glaube, da wurden sich keine Leaks angeguckt von der Person, die das geschrieben hat. Und natürlich kann man sich dann Karten kaufen. Aber im Prinzip hat man 3 Character Cards, sage ich mal, mit denen kämpft man. Und wenn ich das richtig gesehen habe, zieht man extra Fähigkeiten, die einen Einfluss auf das Spiel haben, beispielsweise Würfel verändern oder ähnliches. Und mit den Character Cards kann man nur angreifen, Standardangriff, Elementarfähigkeit oder Spezialfähigkeit, wenn man bei den Würfeln Würfel des gleichen Elements bekommen hat. Man würfelt einmal, kann sich dann aussuchen, welche Würfel man nochmal würfeln möchte und dann hat man auch seine Karten, um das Ganze zu wechseln. Das ist das, was ich jetzt gesehen habe. Okay, und gegen Freunde spielt man nur aus Freundschaft, nicht um im Game voranzukommen.